Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute schauen wir, was die neue Suzuki V-Strom 650 drauf hat. Die 650er V-Strom wurde von Suzuki komplett geupdatet. Das Design lehnt sich jetzt sehr an die Form ihrer großen Schwester an. Die Frontverkleidung verläuft schnabelförmig nach vorne mit dem großen runden Licht. Der Tank wurde ebenfalls komplett geupdatet und verläuft jetzt schmäler denn je zuvor am Sitz vorbei, bis hin zum Heck, alles komplett neu. Das Einzige, was man bei Suzuki übernommen hat, ist der 650er Motor. Angeschoben wird die V-Strom vom allbekannten 650er Block von Suzuki. Die Eckdaten hier liegen bei 71 PS und 65 Newtonmeter Drehmoment bei etwas um 6500 Umdrehungen. Zum Motor gibt es einiges zum Sagen. Unter anderem ist mir beim Test aufgefallen, dass der Motor sehr laufruhig ist. Es gibt sehr wenig Vibrationen und man fährt in etwas höheren Gängen als bei anderen Modellen. Von der Geräuschkulisse her muss ich fairerweise zugeben, dass die V-Strom 650 gar nicht einmal so schlecht klingt. Jemand, der sich nicht auskennt, wird sie sicher gerne mal mit der 1000er Schwester verwechseln. Nähern wir uns jetzt den Federelementen. Vorne haben wir eine Standard-Telegabel ohne Einstellmöglichkeiten. Und bei unserem Test ist mir besonders aufgefallen, dass die Maschine etwas auf der strafferen Seite liegt. Also für all jene Enduro-Fans, die sich gerne Offroad bewegen, könnte das Fahrwerk eventuell etwas zu hart eingestellt sein. Beim hinteren Federelement kann man allerdings die Federvorspannung ändern. Dies dient nur denjenigen, die mit Beifahrer fahren oder hin und wieder einmal mit schwerem Gepäck. Was uns besonders gut gefällt, ist, dass der Kotflügel nach hinten weg sehr weit nach unten reicht, was wiederum sehr gut ist, um Dreck und Schmutz vom Kühler und dem Zylinderkopf wegzuhalten. Für hinten gilt im Prinzip das Gleiche wie vorne. Hinten haben wir auch ein Plastik, das sehr weit bis hin zur Schwinge reicht, um Schmutz und Dreck von Federelementen wegzuhalten. Suzuki hat übrigens auch dieses Plastikteil angebracht, um dort die ganze ABS-Elektronik zu verstecken. Das Handling und das Einlenkverhalten der Suzuki V-Strom ist hervorragend. Dies ist wahrscheinlich bedingt durch die Kombination der neuen, leichteren Aluminiumfelgen und der schmalen Bereifung, hinten mit 150 und vorne mit 110. Auch bei höheren Geschwindigkeiten ist die V-Strom sehr stabil. Die Kombination aus einer 19 Zoll und 17 Zoll Felge sind die perfekte Kombination für Offroad und Straßenverkehr. Kommen wir zur Sitzposition auf der V-Strom. Der Rücken recht gerade und sehr wenig Druck mit den Händen auf dem Lenker. Die Knie sind sehr leicht angewinkelt und in einer angenehmen Position. Das Einzige, was es von meiner Seite aus zu bemängeln gibt, ist der Kupplungshebel, der nicht einstellbar ist. Sehr angenehm hingegen ist die neue Sitzbank von Suzuki. Die Fahrerfläche ist sehr weich und angenehm und die Beifahrerfläche ist hingegen auf der etwas härteren Seite. Mit einer Sitzhöhe von 835 mm gehört die V-Strom definitiv zu den höheren Maschinen. Jedoch sorgt das schmale Design dafür, dass quasi jeder mit den Füßen an den Boden kommen soll. Anfangs ist mir persönlich die Bremse der V-Strom 650 etwas zu schwach vorgekommen. Jedoch hat sich schnell herausgestellt, dass eigentlich genau das der Vorteil dieser Bremse ist. Wenn man jetzt in Kurven bremsen muss, ist das Aufstellmoment sehr gering. Abgesehen vom ABS hat die 650er V-Strom noch zwei weitere elektronische Helfer. Das eine ist die Traktionskontrolle und das andere ist der Low RPM Assist. Kommen wir zuerst zur Traktionskontrolle. Sie kann in 3 verschiedenen Stufen eingestellt werden. Da haben wir zuerst einmal die Off-Einstellung und dann 1 und 2. Die erste Stufe sollte man verwenden für etwas sportlicher Ritte oder für in unserem Gebrauch halt den Alltag. Die zweite Einstellung war uns etwas zu eingreifend und sollte man eigentlich nur verwenden bei sehr rutschigen Bedingungen oder für Leute, die das erste Mal Offroad fahren und sich gern dort ausprobieren. Beim Low RPM Assist handelt es sich um
ein elektronischer Helfer, der beim Einlegen des ersten Gangs die Umdrehung des Motors um 500 Umdrehungen steigert. Dies erleichtert einem das Anfahren in der Stadt oder im normalen Straßenverkehr. Das Visier der Suzuki V-Strom 650 ist nur mittels Werkzeug einzustellen. Hier gibt es 3 verschiedene Stufen und im Moment befindet es sich auf der höchsten Ebene. Auf dieser Höhe hat man recht wenig bis gar keine Turbulenzen. Kommen wir zu unserem Fazit. Also was uns besonders gut gefallen hat bei der V-Strom 650 ist, dass sie in erster Linie eine Traktionskontrolle hat. In dieser Preiskategorie gibt es nicht viele Motorräder, die Traktionskontrollen verbaut haben. Der zweite Punkt ist das Einlenkverhalten und das Handling der V-Strom. Ein sehr agiles Motorrad, das man sich auch sehr gut im Stadtverkehr vorstellen kann. Zu unserem dritten positiven Punkt gehört dann die sehr komfortable und angenehme Sitzbank, zumindest für den Fahrer, und ein sehr laufruhiger Motor. Zu den negativen Punkten gehört für uns definitiv die schwere Handlichkeit des Fahrzeuges im Offroad-Bereich. Und das straffere Fahrwerk. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat unser Testvideo gefallen. Hinterlasst uns ein Like, einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!